So, in diesem Video machen wir eine Entdeckungsreise in den Weltraum. Wir schauen uns heute einen künstlichen Planeten an. Den habe ich den Sturmplaneten getauft. Und warum habe ich ihn so genannt? Ja, er hat einen weißen Fleck und das ist ein riesiger Sturm, den sehen wir dann gleich. Dieser Planet hat noch zwei Freunde, die ihn begleiten, zwei Riesensterne, und da machen wir auch dann später nochmal einen kurzen Abstecher. Warp 1 beschleunigen! So, jetzt sind wir in voller Geschwindigkeit zu dem Planeten geflogen. Der künstliche Planet, was die Software ausgespuckt hat, der sieht auch sehr gut aus. Und wir fliegen mal direkt hin. Er sieht blau aus wie die Erde, er ist aber doch ziemlich anders. So, und hier siehst du einen riesigen Fleck, einen riesigen Sturm. Den schauen wir uns eben auch nochmal später an. Und entgegen der Vermutung, dass dieser Planet Wasser haben könnte, er hat leider kein Wasser, und auch hier unten links sieht man so eine Art Flussformation, aber auch hier ist kein Wasser. Vielleicht hat aber unser kleiner Planet mal Flüsse gehabt, wer weiß. Also Formationen gibt es ja hier genug, aber ich habe leider nichts gefunden. Diese zwei großen Sterne, die ihr da am Horizont seht, die sind wirklich verdammt groß. Und sie werden diesen Planeten wahrscheinlich bis aufs Letzte ausgetrocknet haben. So, und jetzt schauen wir uns nochmal diese Sterne genauer an. Aber keine Angst, nur ganz kurz, und dann kommen wir auch gleich wieder zum Planeten. So, hier siehst du den blauen und den roten Stern. Das sind Hyperriesen, und da, wo der Pfeil ist, da ist unsere Sonne. Das ist nur ein kleiner Pixel. Sie ist wirklich super klein im Vergleich zu dem blauen Hyperriesen. Der ist so groß, ich kann euch das leider überhaupt nicht zeigen, wie viele Fußballfelder, die passen da überhaupt gar nicht aufs Bild. Das sind Milliarden Fußballfelder, vielleicht sogar noch mehr. So groß ist dieser blaue Superstern. Ich muss es nochmal sagen, diese beiden Supersterne sind wirklich unglaublich groß. Man kann sich das wirklich, wie gesagt, nicht vorstellen, aber manchmal reicht schon ein Bild, und dieses Bild, was ich euch gezeigt habe, als hätte es 1000 Worte gesprochen. Und wir haben ja vorhin den Horizont des Planeten gesehen, und die Sterne, die waren wirklich nicht weit weg. Und da ist es natürlich klar, dass diese zwei Supersterne unseren kleinen blauen Planeten mit dem kleinen Sturm oder großen Sturm total wegbrennen. Kein Wunder, dass da kein Wasser ist. Ja, aber wie gesagt, vielleicht gab es ja mal ein Entwicklungsstadium des Planeten, wo es Wasser gab. Vielleicht hat sich dieser rote Stern zu einem Hyperriesen erst später aufgebläht. Aber das wissen wir aktuell leider nicht. Und vielleicht gibt es diesen Planeten ja in der Realität, wie vorhin schon gesagt, es ist ein künstlicher Planet. Vielleicht gibt es diesen aber wirklich, und ich könnte es mir durchaus vorstellen. Aber das ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer. An dem Planeten ist gar nicht mal so viel dran. Hier sind ein paar Berge und so weiter, solange es kein Wasser gibt. Mei, was soll's. Aber das ist uns in erster Linie auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, wie du vielleicht schon gemerkt hast, in meinem Channel möchte ich Planeten zeigen, wie sie denn ausschauen könnten, damit du oder ich auch sogar noch mit dazu eine Vorstellung davon bekommen, wie solche Planeten, wie das Universum ausschauen könnte. Deshalb wird es öfter solche Videos geben, und jetzt kommen wir auch schon mal gleich zur nächsten Frage, warum dieser Planet blau ist. Diese blaue Farbe ist stark von der Atmosphäre abhängig. Das heißt, um es nochmal etwas genauer zu sagen, es geht um die Zusammensetzung und um die Dichte der Atmosphäre. Mein Ziel ist es auch, die Dinge hier im Kanal einfach zu erklären, und damit fange ich am besten gleich an. Das Licht ist grundlegend weiß, und in der Luft, wie jeder weiß vielleicht, gibt es diese Luftmoleküle. Das sind kleinste Teilchen der Luft. Aber diese Moleküle sehen wir ja nicht und werden dann, wenn das Licht drauf trifft, aufgebrochen in blaues Licht. Aufgebrochen ist vielleicht das falsche Wort. Wie gesagt, sie brechen das weiße Licht, und heraus kommt das blaue Licht. Und so ist es auch auf diesem Planeten, den wir hier sehen. Vielleicht hat er ja Luftmoleküle,
oder auch andere Moleküle, die einfach dieses weiße Licht in blaues Licht aufbrechen. Es kommt aber noch auf einen anderen Faktor an, sondern auf dem Winkel, wie das Licht auf das Luftmolekül auftrifft. Deswegen haben wir auch beim Sonnenuntergang beispielsweise eine andere Farbe, weil hier sich der Winkel verändert. So, jetzt kommen wir aber zum Sturm, den wir uns vorhin von der Ferne angeschaut haben. Jetzt schauen wir ihn auch auf der Oberfläche an. Und hier sehen wir auch gleich nochmal das Auge des Sturms. Hier geht es nicht so ab, hier ist es eher windstill eigentlich. So, und diese Wirbelstürme bzw. Zyklone entstehen, wenn ganz viele Wassertröpfchen in die Luft steigen. Und da muss ich jetzt sagen, dieser Planet hat wohl doch irgendwo Wasser oder vielleicht gibt es einen anderen Grund. So, jetzt war ich aber zu langsam mit der Erklärung. Jetzt bin ich hier schon bei dem Gasriesen. Wir haben ja gesagt, dieser Planet ist umgeben von vielen, vielen Gasriesen. Hier ist ein blauer Gasriese und sogar ein bräunlicher Gasplanet. Man sieht ihn jetzt hier mit dem Pfeil versehen im Hintergrund. Die haben eine ähnliche Struktur wie unser Jupiterplanet, aber das würde jetzt den Rahmen hier vom Video sprengen. Vielleicht schauen wir uns das nächste Mal an, warum man so eine Struktur so oft findet. Alles klar, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.